Grüß Gott. Wer sich mit Jenseitsfragen befasst, kommt am Thema Hölle nicht vorbei. Auch wenn man nicht an diese glauben will, so lässt sich das trotzdem nicht so einfach ignorieren. Denn die Botschaft von einer dunklen Unterwelt ist im Christentum und anderen Religionen zu tief verwurzelt. So macht es Sinn, auch dieses Thema einmal näher zu betrachten und die Ursprünge davon zu ergründen. Denn die Unterwelt ist uns vielleicht viel näher, als wir denken, wenn wir uns da auf Origenes, einen großen Gelehrten des christlichen Altertums, stützen. Beginnen wir mit dem Jenseitsglauben in antiken Hochkulturen, dem der Griechen und Römer in der Zeit vor Christus. Diese Völker hatten auch ihre Götter und Tempel, aber da bat man um Glück und Erfolg im irdischen Leben. Der Gedanke an den Tod erfüllte sie aber mit Grauen. Gemäß ihrem Wissen mussten sie nach dem Tode in den Hades eingehen, in eine düstere Jenseitswelt. Diese Unterwelt war allen Sterblichen gleichermaßen bestimmt, ob gut oder böse. Verstorbenen legte man immer auch eine Münze mit ins Grab, damit sie bei der Ankunft in der Unterwelt den Fährmann Charon bezahlen konnten, der sie über den Fluss Acheron in das Totenreich übersetzte. Dort lebte man als Geistwesen in dem freud- und trostlosen Schattenreich weiter. Auch im Judentum hatte man zu dieser Zeit ein ähnliches Jenseitsbild. Die Unterwelt wurde da als Scheol bezeichnet. Dieser Ort unterschied sich kaum von den Unterweltsvorstellungen der Griechen oder Römer. Der Scheoltod war aber kein Ende der geistigen Existenz, sondern es war ein Abwarten auf eine Auferstehung. Und so bleibt die Kernfrage, warum es denn im Jenseits überhaupt solche düstere Wohnorte geben sollte. Um hier Antworten zu finden, können wir die Bibel zu Hilfe nehmen. Hier gibt es Hinweise, warum es dazu kam. Es war die Folge eines riesigen Konfliktes in fernster geistiger Vergangenheit. So heißt es in der Bibel im Buch der Offenbarung. Und es brach ein Krieg aus im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache und seine Engel nahmen den Kampf auf. Hier wird also etwas fast Undenkbares beschrieben. Man spricht von einem Krieg im Himmel. Ursache war eine Art von gescheitertem Staatsstreich, wenn man da eine irdische Analogie zur Hilfe nehmen will. Anzunehmen ist, dass das Zusammenleben der himmlischen Bewohner in verschiedene Völkerschaften aufgeteilt war, mit den Ersten der Schöpfung als ihre Fürsten und Christus als höchstes Oberhaupt über alle. So heißt es, dass ein Teil der Geistwesen mit der bestehenden Ordnung nicht mehr zufrieden war und eine neue Führung wollte. Eben jene Person, die in der Bibel als Drache symbolisiert wurde. Da ja alle Geschöpfe von Gott als eigenständige Wesen mit freiem Willen geschaffen wurden, waren sie auch für revolutionäre Gedankengänge zugänglich. Weiter heißt es in der Bibel, doch er, der Drache, vermochte sich nicht zu behaupten und es gab für sie keinen Platz mehr im Himmel. Und hinabgeworfen wurde der große Drache, die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan heißt und den ganzen Erdkreis verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und der Schwanz des Drachens fegte ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg und er schleuderte sie auf die Erde. Hier wird also angedeutet, dass der dritte Teil aller Himmelsbewohner die gottnahen Ebenen verlassen musste. Wenn man weiß, dass es Abermilliarden von Sternen gibt, so wird hier symbolhaft angedeutet, dass da eine ebenso große Zahl ihr Wohnrecht im Himmel verloren. Anstifter dieser kosmischen Tragödie war einer der höchsten Himmelsfürsten mit Namen Luzifer. Gemäß alter Schriften war er die zweite Schöpfung nach Christus. Somit war da höchste Intelligenz am Werk, die auch die kleinsten Schwächen seiner Anhänger für sich zu nutzen wusste. Machen wir also eine kurze Zusammenfassung. Vor Urzeiten gab es gemäß der Bibel einen Krieg im Himmel. Die revolutionäre Gruppe
Also ein Drittel aller Bewohner mussten danach den Himmel verlassen und es wurde ihnen ein gottferner Wohnort zugewiesen. Luzifer und seine Anhänger wurden, wie es heißt, auf die Erde geworfen. Sicher war dieser Krieg kein kleines Scharmützel, sondern ein Ereignis von epischen Dimensionen mit Abermilliarden von gestürzten Geistwesen. Ab dieser fernen Zeit gab es in der Jenseitswelt zwei Reiche. Einerseits die gottnahe himmlische Welt und andererseits eine Unterwelt mit Luzifer als ihr Herrscher. Die Andeutungen auf diese kosmische Tragödie zieht sich wie ein roter Faden durch die biblischen Schriften. Das lässt sich durch Aussagen von Christus belegen, die er über Satan und die Unterwelt machte. Zweifellos war Christus mit großen medialen Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit und Hellhörigkeit ausgestattet. Denn er sprach in seiner Lehrzeit mit Engelwesen, aber auch mit bösen Geistern. Es gab Geister aus der Unterwelt, die ihn als Sohn des höchsten Gottes wieder erkannten. Und der Höllenfürst selbst versuchte ihn in seinem Erdenleben zu Fall zu bringen. Über Luzifer sagte ja Christus: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ganz offensichtlich nahm er hier Bezug auf den Krieg im Himmel und den Fall der Engel. Man kann aus den Aussagen von Christus auch ableiten, dass er die irdische Welt als Teil der Unterwelt betrachtete. So sagte er einmal: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. An anderer Stelle: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Noch deutlicher wird er, als er zu Zuhörern sprach: Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt tun, was er begehrt. Oder: Lasst die Toten ihre Toten begraben. Die Toten definierte er da nicht als Verstorbene, sondern als jene, die dem Totenreich zugeordnet waren. Er machte den Menschen aber auch Hoffnungen, als er eine Neuerung ankündigte. Geht und verkündigt, nahe gekommen ist das Himmelreich. Offenbar war das vorher nicht da. Ein Himmelreich kann ja nur nahe kommen, wenn es vorher in der Ferne war. Während seiner Lehrzeit wurde Christus immer mehr verfolgt. Kurz vor seinem Tode machte er eine Andeutung auf den Satan. Ich kann euch nicht mehr viel sagen, denn es kommt der Fürst der Welt. Über mich hat er keine Macht. Bald darauf wurde Christus gefangen genommen und zum Kreuzestod verurteilt. Noch in seinen letzten Stunden tröstete er einen, der mit ihm gekreuzigt wurde, mit dem Versprechen: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ab dieser Zeit mussten die Verstorbenen also nicht mehr in das Totenreich eingehen. So heißt es auch: Christus hat die Menschen mit Gott versöhnt. Versöhnung kann es ja nur geben, wenn es vorher einen Konflikt gab, der eine Versöhnung nötig machte. Mit der Erlösung war nun das Höllentor aufgebrochen und der Weg frei für alle, die willens waren, in die himmlische Heimat zurückzukehren. Diese Glaubensauslegung wurde in der christlichen Frühzeit von Origenes gelehrt. Er lebte von 185 bis 254 nach Christus im ägyptischen Alexandria und war der bedeutendste Gelehrte des christlichen Altertums. Er lehrte, dass wir Menschen eben diese gefallenen Engel sind, die beim Geisterfall in die Unterwelt gestürzt wurden. Mit dem Erlösungswerk habe Christus den Weg zurück in die geistige Heimat wieder geöffnet. Aber der Himmel prüft seine Immigranten. Die Prüfung besteht darin, dass man sich im Leben auf dieser Welt als guter und gerechter Mensch zu beweisen hat. Wer diese Prüfung nicht besteht, wird so lange wiedergeboren werden, bis er reif für eine Rückkehr ist. Somit gibt es bei der Glaubenssicht von Origenes keine ewige Verdammnis. Das Endziel ist die Rückkehr aller gefallenen Geister zu ihrem Ursprungsort, also eine Wiederherstellung aller Dinge, so wie es einst vor dem Geisterfall war. Die Lehre von Origenes hatte in der Frühzeit des Christentums eine große Anhängerschaft, aber auch Gegner. Einer davon war der römische Kaiser Justinian, der von 527
bis 565 nach Christus herrschte. Er erließ im Jahre 543 9 Bannflüche gegen die Lehre von Origenes. Kaiserliche Bannflüche waren für die Betroffenen absolut existenzbedrohend. So hieß der erste Bannfluch: Wer behauptet oder glaubt, die Seelen der Menschen hätten schon vor ihrer Geburt bestanden, sie seien einstmal Vernunftwesen gewesen und hätten heiligen Mächten angehört. Sie seien dann der göttlichen Schau überdrüssig geworden und hätten sich dem Bösen zugewandt. Dadurch sei ihre Liebe zu Gott erkaltet, weshalb sie die Bezeichnung abgefallen erhielten. Zur Strafe seien sie in menschliche Körper einverleibt worden. Den treffe den Bannfluch. Die anderen Bannflüche führten noch weitere Aspekte dieser Glaubenssicht aus. Das Kirchenkonzil von Konstantinopel wiederholte einige Jahre später fast wortwörtlich die Bannflüche des Kaisers gegen Origenes. In der Folge wurde damit diese Glaubensauslegung für viele Jahrhunderte ausgelöscht. Hier stellt sich nun die Frage, ob man damit nicht ausgerechnet diesen Menschen zum Ketzer machte, der die richtige Auslegung der Bibel gelehrt hatte. Mit seiner Bibelauslegung lassen sich all die schlimmen Geschehnisse dieser Welt viel besser erklären. Gemäß Origenes leben wir Menschen auf dieser Welt noch in einem Teilbereich der Unterwelt, mit dem Höllenfürst als ihren Herrscher. Wer Beweise für diesen Sachverhalt haben will, muss ja nur die täglichen Nachrichten im Fernsehen anschauen. Und wenn man auf schlimme Ereignisse wie zum Beispiel den letzten Weltkrieg zurückblickt, so kann man erkennen, dass da sicher nicht der Himmel, sondern die Hölle und ihre Helfer am Wirken waren. Aber mit der Erlösung durch Christus bleibt die Hoffnung, dass wir alle eines fernen Tages wieder unsere geistige Heimat finden dürfen. Und mit jedem Bewohner, den die Hölle durch den Aufstieg verliert, so verliert sie auch einen Teil ihrer Kraft. Umsonst ist der Himmel aber nicht zu haben. So bleibt es einem jedem selbst überlassen, welche Wege er gehen will. In Frankreich verabschiedet man sich jeweils mit Adieu. Übersetzt heißt das zu Gott. Da wird jedem das große Ziel, die Rückkehr in die geistige Heimat, immer wieder in Erinnerung gerufen.